Das war der Startschuss. Da ist gerade irgendwo in der Gegend ein Motorrad losgedonnert. Ich sage also herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und freut mich, dass du zum Ludestaro gefunden hast. Ich möchte mich erstmal bei euch bedanken für die ganzen Songimpulse, für die Raushollieder. Finde ich mega geil, dass ihr das auch so handhabt, dass ihr auch sowas habt, was euch Kraft gibt. Und habe ich mich total drüber gefreut und auch gefeiert. Und bei einigen war es auch, wusste ich, dass das auch also für mich manchmal genau so ein Song ist. Und andere kannte ich gar nicht. Und wieder andere waren irgendwie so ganz weit in meiner Erinnerung verschüttet. Und da habe ich mich gefreut, wieder an die erinnert zu werden. Also vielen, vielen Dank. Finde ich mega geil. Ähm, und ja, das wollte ich kurz loswerden, bevor ich mit dem Reading anfange. Motorrad. Oh, da gibt es so einen ganz geilen Chanson von Edith Piaf. L'homme à la moto heißt der. Es ist, ich, es ist nicht nur Schlagzeug und Stimme, aber es ist über große Teile des Songs hinweg nur Schlagzeug und Stimme. Es ist sehr krasses Lied. Wie ich immer sage, der erste Punk-Song der Welt. So. Okay, niedergestreckt. Okay. Wir haben die 10 der Schwerter und die 8 der Kelche. Aber es lag hier anders. Also, so. Ich muss hier mal umgedreht denken für die Kamera. Ihr kriegt das Bild ja andersrum. Hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Also entweder es ist so, dass du dich von der Situation, dich von dem niedergestreckt werden durch eigene Gedanken emanzipierst und losmachst und auf den Weg machst, um etwas durch Fühlen zu lösen. Ist ganz interessant, dieser Kontrast mit Schwertern und Kelchen. Also hier wäre dann die Möglichkeit, sich dem zu stellen, was an Gedankenbombardement kommt aufgrund irgendeines Konfliktes, irgendeines Auslösers. Und hier scheint aber dieser Mensch sich davon zu entfernen. Es kann auch sein, dass du dich von einer Phase entfernst, in der dieses Gefühl sehr präsent war und du sagst, du möchtest mehr fühlen, du möchtest ganzer fühlen. Es hört sich komisch an. Erfüllter fühlen, erfüllter sein. Ich will mich nicht schlecht fühlen. Fuck it, ich will irgendwie vielleicht auch einfach mal glücklich sein. Und nicht durch Selbstzweifel zerfahren sein. Es könnte aber auch noch eine andere Situation sein. Und das ist, dass du dich traust. Und jetzt habe ich hier gerade ein mega stranges Bild im Kopf, aber also es ist gar nicht so strange. Gerade wenn du es damit zu tun hast, dass du oft das Gefühl hast, einen anderen Menschen, wenn er sich schlecht fühlt, sofort mit Unterstützung hinzurennen, mit Hilfe hinzurennen, mit Mitgefühl, den zu übergießen. Es gibt eine Szene im letzten Teil von Harry Potter, sowohl im Buch als auch im Film. Also wenn du das noch nicht gesehen hast, Spoilergefahr. Für die das kennen, wissen, um wen es sich handelt. Ich sage jetzt nicht, um wen es sich handelt. Da gibt es eine Szene, bei der Harry und Dumbledore, also Harry der Protagonist und Dumbledore der Schulleiter, ein bisschen Vaterersatz, väterlicher Mentor, sich treffen in einem ganz besonderen Szenario, das so ein bisschen eine Zwischenwelt ist. Und in dieser Zwischenwelt ist eigentlich alles relativ friedlich. Es geht Harry da sehr gut. Er hat keine Schmerzen und alles. Also es ist so, eine besondere Stätte, sagen wir es mal so. Und diese Stätte ist ein bisschen, man könnte sagen, übernatürlich. Und in dieser ganzen Szene gibt es ein Element, was da fast gar nicht so richtig reinzupassen scheint. Und das ist ein kleiner wie ein Säugling, aber es ist kein Säugling. Der, wie wird das da beschrieben? Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen eklig. Also wie gehäutet, einfach elend.
leidend und sich krümmt und wälzt, also gequält ist durch das, was diese Figur da erlebt, dieses Geschöpf, dieses Wesen da erlebt. Und es ist für Harry, obwohl er sich auch davor ekelt, unheimlich schwer einzusehen, dass er diesem Wesen nicht helfen kann. Dumbledore sagt ihm auch, du kannst nichts tun, du kannst hier nicht helfen. Und der Hintergrund ist, dass das eine Konsequenz ist, diese Art von Leiden, eines also diese Figur hat lebenslang auf eine Weise gehandelt, durch die sie vor dem Menschsein eigentlich, vor dem Leiden eigentlich weggelaufen ist. Aber nicht durch Wege, sich glücklich zu machen in einem positiven Sinn. Das ist komisch, das so abstrakt zu erklären. Sondern durch Wege, Kontrolle über den Tod zu suchen, Kontrolle über andere Wesen zu suchen. Also die reine Kontrolle auszuüben. Und hat eben andere Wege unterschätzt. Und das hat also wenn es dann um andere Daseinsebenen und Diesseits- und Jenseitsebenen geht, also wenn es dann um das Sterben im Grunde geht, hat diese Figur sich verkalkuliert und landet in diesem Zustand. Das ist jetzt ein sehr extremes Bild, es ist ja auch eine Figur aus einer Geschichte, aber es ist eigentlich auch eine Figur, an der man ganz viel verstehen kann über Menschen oder über Mechanismen von Menschen, Stilen von Menschen, dieses Problem zu bewältigen, dass wir leiden können, dass wir sterben werden, dass wir Angst davor haben, dass wir empfindliche, fragile Wesen sind, dass wir dem Mitfühlen ausgeliefert sind, dass wir unglaublichen Qualen manchmal ausgeliefert sind und gerade nach der Geburt, das verdrängen wir irgendwie im Grunde höflich, aber es kommt manchmal vor, dass wir Situationen wieder erleben, wo wir durch diesen Schmerz wieder ein Stück weit gehen. Und vielleicht haben alle Formen, wo wir gekränkt sind und wo etwas einsetzt, wo man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter, welche die eigentlich an diese Situation erinnern direkt nach der Geburt. Also dieses völlige Ausgeliefertsein, das, ja, wie nicht geschützt zu sein, einsam zu sein, keine Hilfe zu bekommen. Diese Situationen sind Zustände, die, wenn man sie durchlebt, und also das ist ja das, wovon ich dann immer spreche oder andeutungsweise spreche, wenn ich von Prozessen spreche, aber im Grunde zielen diese sogenannten Prozesse immer darauf ab, Wege durch diese Art von Leiden hindurch zu finden und zu merken, dass auf der anderen Seite halt was passiert, wo man auch einerseits etwas anderes findet hinter diesem Leiden oder auch in diesem Leiden und andererseits oder in dem Schatten und andererseits etwas findet wie das Wissen, dass es einen Weg dadurch hindurch gibt. Und das sorgt auf der anderen Seite, also wenn man wieder zurückkommt, dafür, dass man nicht ständig weglaufen muss vor Situationen, die einen in diese Lage bringen könnten. Denn das ist der Punkt, je mehr man es im Leben vermeidet, desto größer wird die Angst. Oder wie bei Harry Potter, etwas nicht beim Namen zu nennen. Oder wie sagt das, Angst vor einem Namen zu haben, macht noch mehr Angst vor der Sache selbst. Und in dem Fall wäre das, Angst vor der Erfahrung zu haben, macht diese Sache im Grunde noch größer. Angst zu haben, daran erinnert zu werden, lässt es in der Konsequenz zum Lebensende hin oder auch in Phasen, wo man Krisen erlebt, die sich dann auch wie ein Lebensende anfühlen können erstmal. Also einfach das Gefühl, hier ist alles vorbei, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Diese Art von Krisen. Und wie gesagt, wenn du dich in einer solchen Krise befindest, bitte hol dir eine andere Unterstützung als Kartenlegung, das empfehle ich sehr. Also das ist jetzt einfach nur eine allgemeine Umschreibung für Situationen, die vielleicht viel mehr Menschen kennen, als wir drüber reden. Und ich möchte das hier verknüpfen mit Dingen, die wir im Alltag vermeiden, weil ich glaube, wir vermeiden dieses Gefühl. Und auch nicht immer aus schlechtem Recht. Für manche Dinge ist es gut, es auch mal ein bisschen vergessen zu können, dass da die Möglichkeit, das zu fühlen, immer da ist. Es ist auch manchmal schön und auch vielleicht gesund, hin und wieder anzunehmen, dass es nicht mehr kommen würde.
kann auch erhebend sein. Das muss man auch nicht fliehen. Das muss ich nicht permanent daran erinnern. Aber darum zu wissen, kann helfen, um irgendwie so eine halbwegs realistische Mittelposition zwischen den Zuständen zu haben. So, und warum ich das jetzt von Harry Potter erzählt habe und diesen ganzen anderen Sermon ist, vielleicht hast du hier sowas begriffen und es könnte auch sein, dass ein Mensch dir signalisiert, dass er leidet und du das mitbekommst, du aber aus irgendwelchen Gründen nicht helfen kannst. Oder weißt, dass du nicht helfen kannst oder weißt, dass du befangen bist, weil du vielleicht mit dem Menschen in einer Konstellation warst, in der du unter diesem Menschen gelitten hast. Also das gibt es auch manchmal, dass Menschen in unterdrückenden Beziehungen, zum Beispiel Familienverhältnissen, leben oder gelebt haben und gelitten haben und ja, wie dieses Gefühl auf sie die ganze Zeit übertragen wurde und dann aber nicht anders können, dahin zu rennen, wenn halt irgendwie vielleicht sogar der Mensch, der einen wie drücke ich es so aus, dass es jetzt nicht alle krass triggert? Dass man manchmal auch nicht umhin kann, sich genau um die Menschen, also auf die Menschen helfend hinzurennen, die einen selbst benutzt und gequält haben, so eingesetzt haben. Also ich rede hier im Grunde von Missbrauchsthematiken und auch in diesem Fall bitte nicht mit Kartenlegungen nur arbeiten, das ist nicht gut, aber es scheint hier angesprochen zu werden. Also wenn es eine missbräuchliche Konstellation gibt, in der du das Gefühl hattest immer, zu diesem Menschen hinzugehen, wenn er leidet, aus einem menschlichen Impuls heraus, zum einen Teil, vielleicht aber auch aus einem Impuls heraus, gebunden zu sein an einen Menschen oder an eine Konstellation, an eine Rolle. Und dann scheint es hier so zu sein, dass du in der Lage bist, es nicht zu tun, nicht verantwortlich dich zu fühlen dafür, dass dieser Mensch aus dieser Lage herauskommt. Okay. Fühlt sich ein bisschen heikel an, darüber zu sprechen. Ich weiß gar nicht genau warum, weil ich glaube, dass, wie gesagt, viele mehr Menschen das kennen. Aber ja, Ritter der Kelche umgedreht, das würde dazu passen. Also es ist hier wie, es kann eine der schwersten Prüfungen sein, nichts zu tun, wenn man nichts tun kann. Diesen Kreislauf von ich muss helfen, ich muss sogar den Menschen helfen, die mich etwas ausgesetzt haben, das sie mich nicht hätten aussetzen sollen. Das scheint hier Vergangenheit zu sein. Etwas in dir ist in den Ausgleich gekommen. Und zwar vielleicht auch wirklich dieses Gefühl fürs Helfen. Das wäre natürlich krass. Es geht hier darum, dass es Formen des Helfens gibt, die Menschen auszehren und bei denen sie selbst in diese Lage geraten. Also auch gar nicht mehr helfen können. Vor allem auch nicht mehr Menschen helfen können, denen sie helfen könnten. Die nämlich bereit sind, auch sich selbst zu helfen. Die bereit sind, selbst etwas zu tun. Das ist das Problem, wenn man in solchen Konstellationen steckt. Das wird dann fast wie so ein... Also erstmal es gibt Menschen, die nehmen das für selbstverständlich, dass man sie immer aus solchen Lagen herausholt. Nur weil man es kann. Und dann gibt es Menschen, die fangen auch irgendwann an, damit zu spielen. Die fangen an, das so anzudeuten. Ist vielleicht noch gar nicht der Fall oder ist gar nicht der Fall. Aber die wissen, dass sie einen damit zurückziehen. Das sind so Formen der Manipulation, die es ständig irgendwo gibt. Also, nicht, dass jetzt da wirklich jemand Hilfe braucht und du diesem Menschen wirklich hilfst, darum geht es nicht. Sondern es geht hier um eine ganz spezifische Dynamik. Nämlich eine, in der ein Mensch den Eindruck seiner Hilflosigkeit benutzt, um dich in eine Sache hin zurückzuziehen. Eine super schwierige, heikle
Konstellation super schwierig, da nicht in den Loop reinzugehen. Super krass, wenn Menschen das schaffen, ohne sich innerlich abzutöten. Also ohne zu sagen, ich helfe jetzt niemandem mehr, sondern einfach, nee, so auf die Art und Weise kenne ich das bereits, das mache ich so nicht mehr. Oder nicht mehr hier oder nicht mehr diesem Menschen. So, keine Ahnung, ich habe, das wisst ihr wahrscheinlich, ich habe keine Kinder, ich weiß also nicht, wie das ist und ich will auch nicht darüber urteilen, aber ich würde immer sagen, solange du nicht für einen Menschen verantwortlich bist, und das sind in der Regel die Kinder, ist das... Gibt es keine, in Anführungszeichen, Naturgesetz, dass du es sein musst. Und das ist eine der schönsten Eigenschaften, dass wir Menschen helfen wollen. Wir wollen, dass Sachen besser werden. Wir wollen andere Menschen unterstützen. Das ist in uns, jedenfalls in den meisten Menschen. Aber es wird zu etwas, das dich aufzehrt und dich langsam die Substanz raubt und auch das Helfen können raubt, wenn du es an einer Stelle verausgabst, die bodenlos ist. Wir haben hier noch 2 Karten auf die 10 der Schwerter. Das ist einmal die 7 der Münzen und der Herrscher. Ich finde bei der 7 der Münzen hier gerade wirklich interessant, wie diese Person guckt. Diese Person schaut auf etwas und sieht nicht das Naheliegende. Sieht die vielen Sachen und sieht nicht das, was dieser Person längst zu Füßen liegt. Also nicht das, was in ihrem Weg liegt, sondern in etwas, was noch nicht fertig ist oder was vielleicht noch zu etwas anderem gehört. Und hier haben wir den Herrscher. Und dass dieser Wahrnehmungsaspekt bei der 7 der Münzen jetzt so stark für mich erscheint, ist für mich auch überraschend. Aber ich habe hier den Eindruck, dass diese Kombination zeigt, hier hat jemand, der jetzt vielleicht in dieser Situation sich befindet, deine Wahrnehmung kontrolliert. Und zwar auch deine Wahrnehmung insbesondere darauf, was als nächstes zu tun ist, was du zu tun hast. Dass es da immer Dinge gibt, um die du dich ständig kümmern musst und nicht siehst, was eigentlich in deinem Weg liegt, was eigentlich dir vor die Füße rollt, weißt du, wie bei Frau Holle, bei der Goldmarie, wo dann die Brote sagen, holt uns aus dem Ofen oder hol uns aus dem Ofen und die Äpfel am Baum sagen, pflück uns, wir sind reif. Also diese ganzen, die wirklichen Aufgaben, die Sachen, die dazu führen, dass der Weg sich zeigt, das sind die Aufgaben, die wirklich gemacht werden müssen, die für deinen Weg entscheidend sind. Und es war, also der Vibe, der hier gerade rüberkommt, ist wie, da hat jemand dich dazu gebracht, auf andere Stellen zu gucken. Vielleicht auf die Wege anderer, vielleicht auf den Weg dieses Menschen und diesen Weg zu hegen und zu pflegen, anstatt hier die eine Münze zu pflücken, die deine ist. Und dich mit der auf den Weg zu machen und auf eine Reise, auf deine Lebensreise zu gehen. Also ich habe das Gefühl, hier hat jemand dein Leben, deine Lebensreise aufgehalten. Vielleicht eine sehr lange Zeit, vielleicht aber auch nur kurz oder vielleicht gibt es immer wieder in deinem Leben Situationen, in denen du daran erinnert wirst durch Konstellationen. Also wenn das systematisch und früh passiert ist, wie gesagt, ich möchte keine therapeutische Hilfe ersetzen, kann ich auch nicht. Jetzt habe ich hier eine Karte umgedreht. Okay, die Wahrheit sehen. Also eine Wahrheit, die man vielleicht oft nicht sehen wollte über einen Mechanismus. Vielleicht ist das immer wieder passiert. Also einmal der eigene Wiederholungszwang, aber andererseits auch, dass das Leben einen immer wieder daran erinnert. So herum. Nimm deine Münze und mach dich auf den Weg. Dein Leben ist eine individuelle Reise. Du kannst sie mit anderen verbunden angehen. Aber
es ist, glaube ich, keine gute Idee zu versuchen, das Leben eines anderen zu leben oder nur für einen anderen zu leben. Also hier ist echt unser Herrscher ist heute so ein unterdrückerischer, ähm, so ein Controletti. Also Controletti ist ja noch fast ein bisschen zu süß. Hier hält jemand Menschen klein. Oder ja, versucht es. Und mit dem Ast der Schwerter geht es darum, eine Gelegenheit zu sehen und vielleicht durch eine Situation, die, wie gesagt, durch ganz andere Leute dargestellt ist im eigenen Leben, zu sehen, wie das passiert und sich selber laut zu sagen, was man da beobachtet. Und bitte nimm dieses Reading nicht zum Anlass, also diese Geschichte jetzt auf Sachen zu übertragen, die da gar nicht so sind. Es geht hier wirklich um eine sehr spezifische Dynamik, bei der es aber unheimlich wichtig ist, dass man sich aus dieser Hypnose holt, wenn sowas passiert, wenn es so ist. Und prüf es genau, prüf es mit deinem Menschenverstand, mit deinem Gefühl, mit deiner Intuition, ob das auf dich wirklich zutrifft, dieses Thema. Prüf es vielleicht mit Hilfe von Literatur, von Wissen, das du irgendwo generieren kannst und schauen kannst, okay, passt das für mich? Weil manchmal stürzen wir uns begeistert darauf und dann ist es doch irgendwie nicht so und dann es fällt uns halt auch dann auf die Füße, weil wir dann irgendwann wieder dran zweifeln. Und hier geht es darum, wie kommst du in die Situation, dass du nicht an deiner Wahrnehmung zweifeln musst? Das ist der Punkt. Es ist die Wahrnehmungsfrage. Es ist die Wahrnehmungsfrage, die hier kaputt gemacht wurde, systematisch zerstört wurde. Und sich das zurückzuholen, das Gefühl für, das ist für mich wahr, das ist für mich nicht wahr. Das sind verdammt viele Schwerter und auch eine ziemliche Uneindeutigkeit. Es ist nicht nur notwendig mit der Karte verbunden, aber ich habe hier auch heute wirklich so ein bisschen dieses Simulationsding. Und das ist ein Schwert, eine eindeutige Position. Das Wichtigste ist, dass du die für dich findest, wenn du durch eine solche Situation herausgefordert bist. Für dich die eindeutige Position zu finden. Und wie du das dann wem kommunizierst, ist dann der zweite Schritt. In manchen Fällen hilft ein sogenanntes klärendes Gespräch auch nicht. Und zwar in diesen. Also, das ist hier direkt gerade unter den Herrscher gefallen. Also ich glaube, das ist ein Signal. Es geht hier wirklich um wirklich so um Bindungen, bei denen man auch vernebelt ist. Und die intentional so sind. Also keine Verstrickungen, wo zwei Leute irgendwie verpeilt sind und sich irgendwie mit ihren Traumata verhaken und weiß ich was. Das kann allen passieren, das passiert auch ständig. Ich rede hier wirklich von einer Konstellation und deswegen genau prüfen, ob dich das wirklich betraf oder betrifft. Und wenn es dich auch jetzt aus der Bahn wirft, dass das in Worte kommt, bitte such dir Support und mach das Reading aus, wenn du dich damit unwohl fühlst. Könnte ich sehr gut verstehen. Ich weiß, wie schwierig diese Thematiken sind. Aber hier geht es um eine Konstellation, bei der dieser Bann, diese Bindung intentional ausgelöst wurde durch einen Menschen, systematisch. Du dazu konditioniert wurdest, immer für diesen Menschen verfügbar zu sein. Mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Kraft, mit deinem Sein. Und mit dem Ast der Schwerter geht es nicht nur um die Position, es geht auch darum, dass du dein Ich findest, deine Identität findest, tatsächlich jenseits dieser ganzen Identitätsdebatten und allem. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Eigenschaften, es geht darum, wo du stehst und wie du stehst. Wie sich das anfühlt für dich, auf eigenem Boden zu stehen, in dir zu stehen, zu dir zu stehen. Und dich nicht mit irgendwelchen Attributen zu beschäftigen, sondern wirklich dieses Ich spüre mich, ich fühle mich. Ich fühle mich bis auf Ebene der Knochen.
wer ich bin und dass ich ein eigenständiges Individuum bin. Diese Art von Identität, mit sich selber wieder, ich sage mal, kongruent zu sein, wieder in dir zu sein. Das scheint hier wichtig zu sein, um dieses Gefühl für, ich weiß, was meine Wahrheit ist und es ist nicht deine, das zu bekommen und das auch zu behalten und zu vertreten und auch zu wissen, welche Kämpfe sich lohnen und welche nicht. Und dass es für dich auch nicht darum geht, dieser Person hier, wer auch immer das ist oder war, zu beweisen, wie weit du gekommen bist, weil das ist immer noch Teil der Konstellation. Hier geht es wirklich ums Verlassen. Solche Konstellationen zu verlassen. Und das auf jeden Fall innerlich, hier mit dem Kelch. Emotional verlassen. Manche Situationen kann man nicht vollständig verlassen oder es ist schwierig, den Kontakt komplett einzustellen in solchen Situationen. Das kommt vor, aber es gibt noch immer die Möglichkeit, sich emotional so weit zu distanzieren, dass eigentlich nichts mehr rüberkommt, dass du nicht mehr getriggert wirst, dass du nicht mehr angelockt werden kannst durch irgendwelche Spiele. Und wie gesagt, du musst deine Wahrheit auch nicht beweisen, sondern du musst sie spüren und leben. Sag sie dir erstmal. Gewöhn dich an sie. Gewöhn dich daran. Guck, ob noch eine Karte kommt, die jetzt mal einfach für dich ist und wohin es gehen könnte. Das finde ich gerade sehr bewegend. Gewöhn dich daran, dass dein Leben ein Tanz ist. Es gibt verschiedene Sachen im Hintergrund, die du gar nicht siehst, die passieren. Dieser Mensch hier muss diese Schiffe im Hintergrund nicht sehen. Der muss auch die Wellen nicht sehen. Aber der hat selber mit einer eigenen Welle zu tun. Du bist eine eigene Welle in diesem großen Ozean. Und das ist völlig in Ordnung. Du musst nicht immer du musst nicht den anderen Wellen helfen, Wellen zu sein. Du kannst es tun, wenn du willst. Aber du bist eben auch dein eigenes. Du bist auch dein eigenes Equilibrium. Hier geht es ja auch um die liegende Acht, also um eine Bewegung, die diese ewige Ausgleichsbewegung auch zeigt. Also hier mit der Lemnis-Karte. Das Leben bleibt immer dieses Pendeln. Und das ist okay, sich mal grauenvoll zu fühlen. Und das ist okay, wunderschön, sich auch mal anders zu fühlen. Und sich dazwischen immer dynamisch zu bewegen. Und wenn es dir schlecht geht, damit, dass du jenen Menschen nicht zur Seite rennst, sobald er pfeift oder schnipst, und du Angst hast, diesen Menschen im Stich zu lassen, wäre hier eine interessante Frage, an dich zurückzustellen, für dich an dich zurückzustellen. Wen oder was lässt du eigentlich im Stich? Weil es könnte sein, dass es einen Teil gibt, den du auf diesen Menschen projizierst. Und das ist der Teil, der selber Hilfe bekommen möchte, der selber unterstützt werden möchte, der selber deine Aufmerksamkeit möchte. Und irgendwie ist es bei uns allen völlig verrückt und verdreht, aber irgendwie glauben wir, dass wir, indem wir an jemand anders anhaften, diesen Teil befriedigen könnten, und das passiert nicht. Oder dass wir die Hoffnung haben, dass dieser Mensch es dann auch für uns macht. Was bei solchen Konstellationen nicht passiert, zumindest nicht so, dass es einem wirklich hilft, dass dieser Mensch einen wirklich sähe. Das ist das Krasse, sich einzugestehen, dass Menschen, wie gesagt, ich rede von Menschen, die also intentional andere Menschen zerstören im Grunde. Ihre Integrität, die Integrität anderer Menschen zerstören, damit sie für sie verfügbar sind. So, systematisch und intentional. Solche Menschen sind nicht in der Lage, dich zu sehen. Sie sehen dich als Funktion. Es ist schwierig, sich das vorzustellen, in diesen Kopf reinzugucken. Und man vergisst es immer wieder und es sieht häufig auch nicht danach aus. Aber es existiert, das gibt es. An diesen Gedanken muss man sich einfach irgendwann gewöhnen. Und von da aus gesehen ist es immer wieder die Frage, ist das jetzt hier mein altes Trauma, dass ich auf eine neue Situation projiziere, die nicht mehr so ist, wie ich das kannte? Und auch das ist kein Verbrechen, denn wenn das mit dir passiert ist, ist dir etwas passiert und du hast
Also du kannst dir alle Zeit der Welt nehmen, um das aufzuarbeiten, um dich wieder an andere Dinge zu gewöhnen, wenn du das möchtest, um neue Erfahrungen zu machen, dich zu wappnen, neue Erfahrungen auszuhalten. Die sind dann nämlich anders intensiv. Das fühlt sich anders an, das macht auch Angst. Also es ist eine aufregende Reise und immer wieder zu balancieren, gerade wenn es um diese Wahrnehmungsgeschichte geht. Für dich. Was kann ich tun, um mein Gefühl für meine Wahrheit wieder herzustellen und mich gleichzeitig nicht zu verschließen, was Neues zu lernen? Also flexibel bleiben und gleichzeitig bestimmt. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Reise und ich würde sagen, der ist sogar ein bisschen auf das Fahrzeug. Also wenn es um dieses, ich hole mir mein Gefühl für meine Wahrnehmung zurück, ich hole mir mein Gefühl für mich selbst wieder zurück. Ich entwickle erstmal wieder auch ein Ich, vielleicht hatte ich nie eins. Solche Dinge gibt es, solche Fälle gibt es. Und das gibt es in extremer Form und das gibt es in etwas weicherer Form, sage ich mal. Aber in allen diesen Hinsichten drücke ich es so aus, wie ich es wirklich denke. In allen diesen Hinsichten ist es eigentlich ein Verbrechen. Das muss man auch anerkennen. Und es ist falsch. Es ist falsch, Menschen zu konditionieren, dass sie zu Aufmerksamkeitslieferanten werden. Das ist einfach falsch. Menschen von sich abhängig zu machen, dann sie zu vernachlässigen. Das ist eine Form von Verbrechen, für das wir halt kein Strafmaß haben, aber man kann es trotzdem so sehen und ich glaube, es hilft, das auch so zu sehen, dass es einfach nicht richtig war. Wenn dir sowas widerfahren ist, es war nicht richtig. Und niemand kann es ungeschehen machen, aber das heißt nicht, dass man sein Leben nicht in eine Richtung lenken kann und sich sein Leben nicht wieder zurückholen kann. Das geht. Das geht. Und es kann auch bedeuten, dass man eine ziemlich dunkle Seite des Lebens kennengelernt hat und von da aus auch andere Situationen vielleicht etwas geschärfter einschätzt, als das Menschen können, die diesen Weg, sich die eigene Wahrnehmung und den eigenen Verstand zurückzuerkämpfen, aus wunderschönen Gründen nicht gehen mussten. Und das ist immer zu beneiden. Und also was heißt zu beneiden? Das ist zu beglückwünschen. Sich dafür zu freuen, ist wichtig. Aber man kann auch manchmal gerade durch eine solche Erfahrung, durch ein Überleben einer solchen Erfahrung und durch ein sich daraus heraus entwickeln und auch Strategien finden, wie man sich zurückholen kann und Strategien finden, wie man sich wirklich seinen Verstand zurückerobert und sein Urteilsvermögen und sein Gefühl für Existieren. Von da aus kann man auch Situationen anders lesen, die vielleicht an der Oberfläche andere Menschen schneller anziehen würden oder schneller Leute irgendwie in etwas hinein manipulieren. Und man sieht, okay, nee, ich kann das hier irgendwie. Vorsicht. So. Und von da aus ist es manchmal auch schwer, weil man dann irgendwie nicht weiß, okay. Okay, die Kamera ist zu heiß geworden, deswegen spreche ich einfach mal so weiter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu verstörend, aber ich möchte, weil das Thema irgendwie auch eine Schwere hat, ein paar mehr Worte dazu sagen und das hier auch irgendwie ordentlich zu Ende führen. Also, es ist nicht möglich, das in der Kartenlegung einzuholen, was alles helfen kann, was gute Schritte wären. Es gibt unheimlich viel Material im Internet von Menschen, die sich mit diesen Dynamiken befassen. Es gibt aber auch eine ganze Menge Sachen, die einen mehr verwirren, die zum Beispiel, das sage ich jetzt, das ist jetzt natürlich auch irgendwie meine Perspektive, aber die ständig so Subtypen aufmachen, zum Beispiel. Es gibt solche Narzissten, dann gibt es die und dann gibt es irgendwelche Mischformen und dann gibt es das und dann jenes und macht wieder eine riesen Enzyklopädie auf und vernachlässigt die Frage, finde ich jedenfalls, was kann man tun? Wie kann man sich wappnen? Wie kann man sich schützen? Wenn einem
wenn einem diese Form von Missbrauch widerfahren und wie sind Wege dort hinaus. Ich würde immer sagen, dass es wichtig ist, dass du dir einen sicheren Raum suchst, auch wenn das etwas ist, wo du gar nicht mehr akut gerade drin steckst, aber es dich vielleicht wieder ereilt, weil man diese Sachen manchmal mitschleppst. Aber wenn du an diesem Thema arbeiten möchtest, ist es super hilfreich, einen Raum zu finden, in dem du dein Nervensystem regulieren kannst und von da aus neu denken kannst, ein neues Urteil fällen kannst über die Situation, eine andere Sicht auf eine Situation oder auf zurückliegende Situationen einzunehmen. Insbesondere dann, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen auch zu regeln, also wenn du nicht einfach gehen kannst. Oder wenn du Sachen regeln möchtest, um irgendwo rausgehen zu können. Und das andere ist, sich nach und nach wieder, so gut es geht, also sofern sie auffindbar sind, in welchen Möglichkeitsrahmen auch immer, ob es in Form von professioneller Beratung ist oder irgendwelchen Kursen, Seminaren, Ansprechpartnern, Menschen, die Leute begleiten in diesen Prozessen, Therapien, was auch immer da das Richtige ist oder was deinen Weg kreuzt. Menschen, bei denen du das Gefühl hast, dass du ihnen vertrauen kannst, um diesen Raum zu haben, deine Wahrheit zu sprechen und nicht sofort wieder in die Situation zu kommen, dass sie wieder genommen und verdreht wird. Das sind unheimlich wichtige Schritte. Das wollte ich noch dazugeben. Ja. Okay, damit belasse ich's und wünsche dir alles Gute, wünsche dir viel Kraft und euch allen auch alles Gute und sage Tschüss. Ciao.